Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für knusprige Spitzbrötchen. Dafür bereiten wir zunächst einen ganz einfachen Hefeteig vor. Ein Viertel Würfel frische Hefe in eine Rührschüssel bröseln, 350 ml lauwarmes Wasser dazu gießen, außerdem einen Teelöffel Salz dazugeben und zum Schluss noch 500 Gramm Weizenmehl. Ich habe hier Mehl vom Typ 405 hergenommen. Alle Zutaten anschließend mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der immer noch sehr klebrig ist. Den fertig gekneteten Teig anschließend auf eine gut bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls leicht bemehlen und dann kurz mit den Händen von außen nach innen ziehen, durchkneten, damit die Teigoberfläche nicht mehr ganz so doll klebrig ist, und anschließend mit einer Teigkarte oder einem Messer 8 ungefähr gleich große Stücke aus dem Teig schneiden. Alle Teigstücke werden jetzt nacheinander zu kleinen Spitzbrötchen geformt, dafür als erstes mit den Fingern zu einem runden Brötchen formen bzw. falten, dann unter der Handfläche in eine leicht ovale bis längliche Form bringen und zum Schluss die beiden Enden zu kleinen Spitzen formen. Wenn nötig, die Arbeitsplatte hier noch ganz leicht einmehlen, alle Brötchen anschließend nebeneinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, jetzt nochmal mit etwas Mehl bestreuen und dann mit einem Küchentuch abgedeckt für ca. 45 Minuten ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat und die Brötchen schön aufgegangen sind. Den Backofen können wir dann auch schon mal vorheizen, 250 Grad, Ober- und Unterhitze. Außerdem stelle ich noch eine kleine Backform, gefüllt mit ca. 100 ml Wasser auf den Backofenboden. Die Brötchen kurz vor dem Backen mit einem scharfen Messer ein paar Mal einschneiden. Und so geht es dann in den vorgeheizten Backofen bei 250 Grad für ca. 20 Minuten, bis die Brötchen schön knusprig sind und eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Die fertigen Brötchen jetzt aus dem Backofen holen. So sehen sie nach dem Backen aus. Jetzt nur noch kurz abkühlen lassen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.